Hier ist der Kanal von Dr. Phil A.P. Meine Schwerpunkte: Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Willkommen zur Playlist Biopolitik. In dieser Serie erfährst du mehr über Konzepte, die Politik und Leben verbinden. Schon mal darüber nachgedacht, warum wir eigentlich Mauern errichten, um eine offene Gesellschaft zu schützen? Klingt paradox, oder? Genau das ist das Immunitätsparadoxon. Eine Idee, die unsere Welt heute vielleicht mehr prägt als je zuvor. Wir schauen uns jetzt mal genauer an, wie unser Bedürfnis nach Sicherheit uns manchmal genau von dem trennt, was uns als Gemeinschaft ausmacht. Erinnern wir uns mal zurück. Mitten in der Pandemie hieß es plötzlich, wir müssen auf Abstand gehen, um zusammenzuhalten. Ein wirklich seltsamer Widerspruch, nicht wahr? Aber er war notwendig. Und er hat uns alle gezwungen, neu darüber nachzudenken, was Gemeinschaft und Nähe eigentlich bedeuten. Also, dieser Satz könnte glatt aus dem Jahr 2020 stammen. Aber, und das ist das Verblüffende, der italienische Philosoph Roberto Esposito hat ihn schon 2008 geschrieben. Das zeigt doch, wie tief diese Angst vor Ansteckung, sei es nun biologisch oder sozial, schon immer in uns geschlummert hat. Und da sind wir bei der Kernfrage. Wie kann es sein, dass uns Isolation als Gemeinschaft stärker macht? Wie kann Trennung dem Zusammenhalt dienen? Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir uns zwei ganz entscheidende Begriffe anschauen. Und genau hier kommt der Denker Roberto Esposito ins Spiel. Er gibt uns quasi das philosophische Werkzeug an die Hand, um das alles zu verstehen. Seine ganze Analyse dreht sich um zwei Konzepte, die erstmal wie totale Gegensätze klingen, aber in Wahrheit untrennbar miteinander verbunden sind. Es geht um dieses Spannungsfeld zwischen Gemeinschaft auf der einen Seite und Immunität auf der anderen. Und Sie werden sehen, die beiden sind viel enger miteinander verknüpft, als man auf den ersten Blick meint. Esposito hat eine ziemlich radikale Vorstellung von Gemeinschaft, die er Communitas nennt. Für ihn bedeutet Gemeinschaft nicht, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen oder im selben Land leben. Nein, es geht um eine Art gemeinsame Schuld oder besser gesagt, eine gegenseitige Verpflichtung. Wir schulden einander etwas. Und genau diese Verpflichtung macht uns einerseits stark, aber eben auch verletzlich. Und jetzt wird's richtig spannend, wenn wir uns die Wortwurzel ansehen. Beide Wörter Gemeinschaft und Immunität kommen vom lateinischen Wort munus. Und munus hat eine Doppeldeutung. Es bedeutet sowohl Pflicht oder Verpflichtung als auch Geschenk. Gemeinschaft heißt also, dieses munus miteinander zu teilen, diese gegenseitige Verpflichtung zu leben. Und Immunität, die Immunitas, ist das exakte Gegenteil. Sie ist die Befreiung von dieser gemeinsamen Pflicht. Immun zu sein heißt also, von dieser Schuld entbunden zu sein. Die Immunität ist quasi der Schutzschild, der den Einzelnen vor den Risiken und Pflichten der Gemeinschaft bewahrt. Hier sehen wir diesen Konflikt schwarz auf weiß. Auf der einen Seite haben wir die Gemeinschaft, die Communitas. Sie lebt von Offenheit, Verbindung und löst Grenzen auf. Und auf der anderen Seite die Immunität, die Immunitas. Sie schafft Schutz durch Abgrenzung und stellt Grenzen wieder her. Man könnte sagen, unsere Gesellschaften sind in einem ständigen Tauziehen zwischen diesen beiden Polen. Aber was passiert eigentlich, wenn dieses Streben nach Schutz, nach Immunität über das Ziel hinausschießt? Tja, dann wird es richtig gefährlich. Dann droht das, was Esposito die autoimmune Gesellschaft nennt. Die Analogie aus der Medizin ist wirklich treffend. Wir kennen ja Autoimmunerkrankungen. Da fängt das Immunsystem plötzlich an, den eigenen Körper als Feind zu betrachten und anzugreifen. Und Esposito sagt, genau das kann auch mit ganzen Gesellschaften passieren. Der Schutzmechanismus wird so radikal, dass er am Ende genau das zerstört, was er eigentlich bewahren sollte, die Gemeinschaft. Dieser Weg in die Selbstzerstörung folgt oft einer tragischen Logik. Es fängt harmlos an. Eine Bedrohung wird ausgemacht. Dann werden Schutzmechanismen aktiviert. Das können neue Gesetze sein, Mauern oder auch bestimmte Ideologien. Aber dann verselbstständigen sich diese Mechanismen. Sie radikalisieren sich und richten am Ende viel mehr Schaden an als die ursprüngliche Gefahr. Und jetzt müssen wir über ein sehr düsteres Kapitel sprechen. Denn das hier ist keine bloße Theorie. Für Esposito ist der Nationalsozialismus das schrecklichste Beispiel für so eine autoimmune Reaktion. Die perverse Logik der Reinigung des Volkskörpers führte dazu, dass Teile der eigenen Gesellschaft als tödliche Bedrohung definiert und vernichtet wurden. Und das alles, ironischerweise, im Namen des Schutzes des Lebens. So, und jetzt springen wir mal von der Geschichte direkt in unsere Gegenwart. Wo sehen wir diese Logik der Immunität heute am Werk?
Die ehrliche Antwort: fast überall. Denken Sie an Grenzen. Die sind ja nicht nur Linien auf einer Karte, sie funktionieren wie ein Immunsystem, das filtert, wer rein darf, um den Nationalkörper zu schützen. Oder schauen wir in die Politik. Wie oft werden soziale Probleme wie Krankheiten dargestellt, die eine Heilung brauchen? Und, was vielleicht am meisten überrascht, selbst bei den Menschenrechten finden wir dieses Muster. Ja, Sie haben richtig gehört, selbst die eigentlich so positive Idee der Menschenrechte kann diesem Muster folgen. In dem Moment, in dem wir definieren, wer eine Person mit Rechten ist, schaffen wir unweigerlich auch eine Kategorie für diejenigen, die es nicht sind. Esposito spitzt das mal wieder radikal zu. Um selbst als Mensch anerkannt zu werden, müssen andere an den Rand der Dinglichkeit gedrängt werden. Das ist ein wirklich beunruhigender Gedanke, oder? Gibt es denn einen Ausweg aus diesem Teufelskreis? Esposito meint, ja, den gibt es. Aber dafür müssen wir komplett umdenken und ein neues Gleichgewicht finden. Seine Lösung nennt er affirmative Biopolitik. Das klingt erstmal kompliziert, meint aber im Grunde, statt das Leben von oben herab zu verwalten und zu kontrollieren, brauchen wir eine Politik, die aus dem Leben selbst kommt. Der entscheidende Punkt ist dabei, Immunität neu zu denken. Nicht mehr als undurchdringliche Mauer, die alles Fremde abwehrt, sondern eher wie eine intelligente Zellmembran, ein Filter, der zwar schützt, aber gleichzeitig Austausch und Verbindung ermöglicht. Esposito bringt die Dringlichkeit auf den Punkt. In unserer global vernetzten Welt funktioniert reine Abschottung einfach nicht mehr. Die Wahl, vor der wir als Menschheit stehen, ist ziemlich existenziell. Und damit bleibt am Ende eine Frage, die uns alle angeht, jeden einzelnen Tag. Wie finden wir die richtige Balance? Wie können wir uns schützen, ohne genau die Offenheit und die Verbindungen zu zerstören, die eine Gemeinschaft überhaupt erst lebenswert machen? Das ist vielleicht die größte Herausforderung unserer Zeit.